Lektion 1: Neue Anfänge. Hey Anna, hast du die Neuigkeiten über Maria und Tom gehört? Ich habe gehört, dass sie gerade Schluss gemacht haben. Wirklich? Das ist wirklich schade. Ich fand sie so ein tolles Paar. Ja, ich auch. Aber du weißt, was man sagt, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Das ist wahr. Vielleicht bedeutet das, dass sie beide die Möglichkeit haben, jemanden Neuen zu finden. Exakt. Ich bin mir sicher, dass es beiden gut gehen wird. Manchmal geschehen diese Dinge aus einem bestimmten Grund. Definitiv. Es geht darum, eine positive Einstellung zu haben und die positive Seite zu sehen. Absolut. Ich bin mir sicher, dass Mary und Tom beide stärker als je zuvor auf die Beine kommen werden. Das hoffe ich. Neue Anfänge können aufregend sein, auch wenn sie anfangs etwas beängstigend sind. Definitiv. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für sie bereithält. Lektion 2: Geld sparen. Guten Morgen, Anna. Ich habe mir gerade ein paar Online-Angebote angesehen. Haben Sie in letzter Zeit irgendwelche guten Angebote bemerkt? Hey John, ja, ich habe auch nach einigen Verkäufen Ausschau gehalten. Ich versuche ein bisschen Geld zu sparen. Das gleiche hier. Es kann jedoch schwierig sein zu wissen, wann ein guter Verkauf stattfindet. Das ist wahr. Normalerweise behalte ich nur die Geschäfte im Auge, die ich mag, und warte auf diese E-Mails über bevorstehende Verkäufe. Gute Idee. Ich sollte mich wahrscheinlich für mehr dieser E-Mail-Listen anmelden. Definitiv. Sie werden Sie informieren, sobald ein großer Verkauf ansteht. Toll, das muss ich machen. Heutzutage hilft jedes bisschen Ersparnisse. Absolut. Es ist immer gut, ein versierter Käufer zu sein und diese Verkäufe zu nutzen. Einverstanden. Ich habe das Gefühl, dass ich immer auf der Suche nach einem guten Angebot bin. Lektion 3: Reisepläne. Hey Anna, ich dachte darüber nach, bald eine große Reise zu buchen. Was denkst du, Bali, die Malediven oder die Bahamas? Oh, das klingt alles nach tollen Optionen. Wohin neigst du dich? Ich bin mir nicht sicher. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Was denkst du würde am besten passen? Das ist eine schwierige Entscheidung. Die Malediven wären so romantisch, aber Bali hat eine so unterhaltsame, lebendige Kultur. Ja, und die Bahamas sind einfach wunderschön mit diesen schönen Stränden. Stimmt. Haben Sie sich die Kosten und die Logistik der einzelnen Destinationen angesehen? Noch nicht, das ist der nächste Schritt. Ich wollte zuerst Ihre Meinung zu den Optionen einholen. Nun, sie klingen alle unglaublich. Ich bin mir sicher, für was auch immer du dich entscheidest, du wirst eine tolle Zeit haben. Danke, ich schätze den Rat. Ich muss noch etwas recherchieren und eine Entscheidung treffen. Lektion 4: Reisen ins Ausland. Morgen. Ich habe eine kurze Frage an Sie. Wissen Sie, ob ich eine Zollkarte ausfüllen muss, bevor ich die Einwanderungsbehörde erreiche, wenn ich ins Ausland reise? Hey John, das ist eine gute Frage. Meiner Erfahrung nach kann es je nach Land, das Sie besuchen, variieren.
Ah, ich verstehe. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht der Beste darin, diese Formulare auszufüllen. Keine Sorge, viele Menschen fühlen sich so. Die meisten Flughäfen verfügen über Anweisungen oder Mitarbeiter, die sie durch den Prozess führen können. Das ist gut zu wissen. Ich muss auf jeden Fall die Anforderungen überprüfen, egal wo ich hingehe. Definitiv. Und scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten, wenn Sie auf der Zollkarte nicht weiterkommen. Das Flughafenpersonal ist in der Regel sehr hilfsbereit. Okay, großartig. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich möchte sicher gehen, dass ich vor meiner Reise vorbereitet bin. Absolut. Wenn Sie mit Ihren Reisedokumenten organisiert sind, kann der Prozess wirklich reibungsloser werden. Ganz gewiss. Danke für die Tipps. Ich fühle mich jetzt etwas selbstbewusster. Lektion 5. Bewerbungen. Hey Anna, ich habe mich gerade für ein paar neue Stellenangebote beworben. Ich habe versucht, meine Bewerbungen wirklich hervorzuheben. Das ist großartig, John. Was haben Sie getan, um Ihre Anwendungen einzigartig zu machen? Nun, ich habe personalisierte E-Mails an die Personalchefs geschickt, in denen ich mein aufrichtiges Interesse an den Stellen zum Ausdruck brachte. Ah, das ist ein wirklich kluger Ansatz. Diese persönliche Note zu zeigen, kann einen großen Unterschied machen. Exakt. Ich habe auch versucht hervorzuheben, dass meine Fähigkeiten und Erfahrungen perfekt zu dem passen, wonach sie suchen. Hervorragend. Es ist heutzutage so wichtig, Ihre Bewerbung auf die jeweilige Stelle zuzuschneiden. Definitiv. Ich hoffe, der ganze Aufwand zahlt sich aus und ich bekomme bald ein paar Interviews. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Sie investieren die Arbeit, um Ihre Bewerbungen hervorzuheben. Danke. Danke, dass du zuhörst und mich ermutigst. Lektion 6. Planung einer Soloreise. Hey Anna, ich habe gehört, dass du eine Soloreise planst. Wo willst du hingehen? Hallo John, ich denke darüber nach, Japan zu besuchen. Ich wollte schon immer die reiche Kultur und die wunderschöne Landschaft dort erleben. Japan klingt unglaublich. Warum hast du dich für eine Soloreise entschieden, anstatt mit Freunden oder der Familie zu reisen? Nun, ich finde, dass Alleinreisen es mir ermöglicht, unabhängiger und spontaner zu sein. Ich kann in meinem eigenen Tempo erkunden und wirklich in die lokale Kultur eintauchen. Das ist eine großartige Perspektive. Haben Sie bestimmte Ziele oder Aktivitäten für Ihre Japanreise im Sinn? Ja, ich freue mich sehr darauf, Tokio zu besuchen und das geschäftige Stadtleben sowie die ruhigeren Orte wie Kyoto und Nara zu erkunden. Ich würde gerne die ikonischen Tempel und Schreine besichtigen, authentische japanische Küche probieren und vielleicht sogar an einem Sumo-Wrestling-Match teilnehmen. Wow, das klingt nach einer unglaublichen Reiseroute. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben, um die Wunder Japans auf eigene Faust zu entdecken. Ich freue mich riesig darauf. Alleine zu reisen kann entmutigend sein, aber es ist auch unglaublich lohnend. Ich kann es kaum erwarten, in die Kultur einzutauchen und meine eigenen einzigartigen Erlebnisse zu kreieren. Das ist großartig. Ich bin mir sicher, dass du das Beste aus deinem Solo-Abenteuer in Japan machen wirst. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bei der Planung Ihrer Reise Tipps oder Empfehlungen benötigen.
Lektion 7: Japan erkunden. Hey Anna, ich habe gehört, dass du eine Soloreise nach Japan planst. Wo willst du hingehen? Guten Morgen, John. Ich freue mich wirklich darauf, Japan zu besuchen. Ich erwäge, Tokio, Kyoto und Nara zu erkunden. Das klingt unglaublich. Warum hast du dich für eine Soloreise entschieden, anstatt mit Freunden oder der Familie zu reisen? Nun, ich finde, dass Alleinreisen es mir ermöglicht, unabhängiger und spontaner zu sein. Ich kann in meinem eigenen Tempo erkunden und wirklich in die lokale Kultur eintauchen. Ich verstehe den Reiz daran. Haben Sie bestimmte Ziele oder Aktivitäten für Ihre Japanreise geplant? Ja, ich freue mich wirklich darauf, die ikonischen Tempel und Schreine zu sehen, authentische japanische Küche zu probieren und vielleicht sogar an einem Sumo-Wrestling-Match teilzunehmen. Wow, das klingt nach einer unglaublichen Reiseroute. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben, um die Wunder Japans auf eigene Faust zu entdecken. Ich kann es kaum erwarten. Alleine zu reisen kann ein bisschen entmutigend sein, aber es ist auch unglaublich lohnend. Ich freue mich darauf, meine eigenen einzigartigen Erlebnisse zu kreieren. Das ist großartig. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie bei der Planung Ihrer Reise Tipps oder Empfehlungen benötigen. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Lektion 8: Im Ausland in Verbindung bleiben. Hey Anna, ich habe gehört, du bist bereit für deine Soloreise nach Japan. Das ist so aufregend. Guten Morgen, John. Ja, ich freue mich sehr darauf. Eine Sache, auf die ich mich konzentriere, ist, in Verbindung zu bleiben, während ich im Ausland bin. Das ist ein gutes Argument. In Verbindung zu bleiben kann einen großen Unterschied machen, wenn Sie alleine reisen. Was ist dein Plan dafür? Nun, ich plane, mir eine lokale SIM-Karte mit Daten zuzulegen, damit ich problemlos auf Karten zugreifen, Apps übersetzen und mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben kann. Das ist eine kluge Idee. Ein zuverlässiger Internetzugang kann sehr hilfreich sein, wenn Sie einen neuen Ort auf eigene Faust erkunden. Exakt. Und ich werde auch sicherstellen, dass ich einige Backup-Optionen habe, wie zum Beispiel einen internationalen Datentarif mit meinem Heimanbieter, nur für den Fall. Toll, auf diese Weise haben Sie einen soliden Plan, um in Verbindung zu bleiben, egal was passiert. Das wird dein Solo-Abenteuer viel reibungsloser machen. Definitiv. Ich möchte nicht riskieren, mich isoliert oder getrennt zu fühlen, während ich dort bin. In Kontakt zu bleiben ist sowohl aus praktischen als auch aus persönlichen Gründen wichtig. Absolut. Außerdem können Sie auf einfache Weise mit Freunden und Familie auf der ganzen Welt in Kontakt treten, was immer ein Bonus ist. Lektion 9: Alleinreisen begrüßen. Hallo Anna, ich freue mich sehr, mehr über deine bevorstehende Soloreise nach Japan zu erfahren. Wie läuft die Planung? Guten Morgen, John. Die Planung läuft super. Ich schätze den Aspekt des Alleinreisens sehr und freue mich auf das Abenteuer. Das ist toll zu hören. Worauf freust du dich am meisten, wenn es darum geht, alleine zu reisen? Nun, ich freue mich wirklich auf die Freiheit und Flexibilität, mein eigenes Tempo und meine Agenda festzulegen. Ich kann in meinem eigenen Rhythmus forschen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Das macht absolut Sinn. Spontan und unabhängig sein zu können, muss ein so befreiendes Gefühl sein.
Absolut. Und ich freue mich auch darauf, mich selbst herauszufordern und meine Komfortzone zu verlassen. Alleinreisen zwingt sie dazu, anpassungsfähiger und einfallsreicher zu sein. Absolut. Diese Art von Erfahrungen kann wirklich transformativ sein. Ich bin mir sicher, dass du zurückkommen und dich gestärkt fühlen wirst und einige tolle Geschichten zu erzählen haben wirst. Ich hoffe es. Gleichzeitig sorge ich dafür, dass ich mit Freunden und Familie zu Hause in Verbindung bleibe. Dieses Unterstützungsnetzwerk ist so wichtig, auch wenn Sie alleine sind. Das ist ein gutes Argument. Die Aufrechterhaltung dieser Verbindungen kann das Alleinreiserlebnis wirklich verbessern. Es ist das Beste aus beiden Welten. Lektion 10. Moderne und rustikale Mischung. Hey Anna, ich habe gehört, dass du von deiner Soloreise nach Japan zurück bist. Wie war es? Guten Morgen, John. Meine Reise nach Japan war absolut unglaublich. Es war eine so einzigartige Mischung aus modernen und rustikalen Elementen. Das ist so toll zu hören. Was ist Ihnen an diesem Kontrast zwischen modern und traditionell am meisten aufgefallen? Nun, ich war beeindruckt, wie nahtlos das Alte und das Neue an Orten wie Tokio koexistierten. Sie hätten diese hochaufragenden Wolkenkratzer direkt neben jahrhundertealten Tempeln und Schreinen. Wow, das muss eine faszinierende Gegenüberstellung gewesen sein. Was fandest du an dieser Dynamik am interessantesten? Ich fand es toll, wie es den Städten, die ich besucht habe, so viel Charakter und Tiefe verlieh. Die moderne Infrastruktur und Technologie sorgten für Komfort, während die traditionelle Architektur und Kultur das Erlebnis wirklich begründeten. Das ist ein gutes Argument. Die Kombination dieser Elemente muss eine wirklich reichhaltige und immersive Umgebung geschaffen haben. Definitiv. Und es ging über die rein physischen Räume hinaus. Schon bei kleinen Interaktionen bemerkte ich diese Verschmelzung von alt und neu. Ich verwende zum Beispiel Hightech-Übersetzungs-Apps, praktiziere aber auch die traditionelle japanische Etikette. Das ist faszinierend. Es klingt, als ob Sie die Nuancen, in denen Japan sein Erbe bewahrt und gleichzeitig die Moderne annimmt, wirklich schätzen gelernt haben. Lektion 11. Fenstersitzdilemma. Hey Anna, hast du schon deine Sitzplatzzuweisung für unseren Flug nächste Woche bekommen? Nein, noch nicht. Ich hoffe, wenn möglich, einen Fensterplatz zu bekommen. Ich liebe es, während eines Fluges aus dem Fenster zu schauen. Das gleiche hier. Fensterplätze sind die besten. Ich werde auf jeden Fall früh einchecken, um zu versuchen, einen zu bekommen. Gute Idee. Der frühe Vogel fängt den Fensterwurm, wie man so schön sagt. Haha, stimmt. Ich frage mich, wie voll der Flug sein wird. Hoffentlich gibt es genug Fensterplätze zum Herumschauen. Das hoffe ich auch. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn ich mittendrin stecken würde. Ich auch. Aber ich bin mir sicher, dass es klappen wird. Wir können jederzeit versuchen, bei Bedarf mit unseren Sitzkameraden zu wechseln. Guter Punkt. Ich bin sicher, wir können etwas herausfinden. Solange wir nicht getrennt sitzen, freue ich mich. Exakt. Fenster, Gang oder Mitte, solange wir im selben Flugzeug sind, bin ich zufrieden. Lektion 12. Dialog über eine ausgewogene Ernährung. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit etwas gesünder aussiehst. Hast du deine Ernährung umgestellt?
Wissen Sie, ich habe mir mehr Mühe gegeben, mich ausgewogen zu ernähren. Ich versuche, viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu mir zu nehmen. Das ist großartig. Welcher Art von Plan folgen Sie normalerweise? Ich versuche, verarbeitete Lebensmittel einzuschränken und konzentriere mich darauf, eine Vielzahl von nährstoffreichen Lebensmitteln zu mir zu nehmen. Viele magere Proteine, gesunde Fette und komplexe Klingt nach einem Kohlenhydrate. soliden Ansatz. Ich wollte schon länger auf meine eigenen Essgewohnheiten achten. Es kann definitiv eine Herausforderung sein, aber es lohnt sich, sich gut zu fühlen. Haben Sie darüber nachgedacht, eine bestimmte Diät oder einen bestimmten Speiseplan auszuprobieren? Noch nicht, aber ich bin offen für Vorschläge. Was hat bei dir gut funktioniert? Nun, ich versuche strenge Diäten zu vermeiden und strebe nur nach Ausgeglichenheit. Auf meinen Körper zu hören und intuitiv zu essen war entscheidend. Das macht sehr viel Sinn. Das muss ich mal versuchen. Danke für die Tipps. Lektion 13. Haussicherheit ist wichtig. Hey Anna, hast du dich in letzter Zeit über alle Neuigkeiten über Hauseinbrüche auf dem Laufenden gehalten? Das ist wirklich besorgniserregend. Ja, ich habe viele Berichte darüber gesehen. Die Sicherheit zu Hause scheint heutzutage ein wachsendes Problem zu sein. Definitiv. Das bringt mich dazu, die Sicherheitsmaßnahmen in unserem eigenen Zuhause neu zu bewerten. Ich auch. Wir sollten wahrscheinlich versuchen, unsere Alarmanlage zu modernisieren und sicherzustellen, dass unsere Schlösser alle sicher sind. Gute Entscheidung. Ich habe auch darüber nachgedacht, etwas Außenbeleuchtung und vielleicht sogar 1 oder 2 Sicherheitskameras hinzuzufügen. Das sind großartige Ideen. Zusätzliche Beleuchtung und Überwachung können potenzielle Eindringlinge wirklich abschrecken. Absolut. Ich möchte unser Zuhause so sicher wie möglich machen, damit wir beide beruhigt sind. Das Gleiche hier. Es macht keinen Spaß, ständig Angst vor möglichen Einbrüchen zu haben. Einverstanden. Wir arbeiten hart für das, was wir haben. Es muss geschützt werden. Lektion 14. Vorteil Standortunabhängigkeit. Hey Anna, hast du den Artikel über den Anstieg der Telearbeit gesehen? Verrücktes Zeug. Ja, habe ich. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Belegschaft daran gewöhnt hat, von überall aus zu arbeiten. Vollkommen. Ich liebe die Idee, für meinen Job nicht an einen bestimmten Ort gebunden zu sein. Ich auch. Die Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten oder sogar zu reisen und gleichzeitig seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ist ein echter Wendepunkt. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass ich ohne das tägliche Pendeln so viel glücklicher und produktiver wäre. Definitiv. Außerdem können Sie leben, wo Sie wollen, anstatt auf teure Großstädte beschränkt zu sein. Guter Punkt. Ich könnte mir vorstellen, aus der Ferne von einem günstigeren und malerischeren Ort aus zu arbeiten. Genau. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn Sie nicht auf eine traditionelle Büroeinrichtung beschränkt sind. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nicht glauben, dass mehr Unternehmen diesen Trend nicht annehmen. Lektion 15. Die Entwicklung des amerikanischen Sports. Hey Anna, hast du das große Spiel gestern Abend gesehen?
Die Fußballsaison wird richtig heiß. Hab ich. Das war so ein knappes Spiel. Fußball hat seinen Platz als Amerikas Spitzensport wirklich gefestigt, nicht wahr? Absolut. Der Aufstieg des Fußballs in den 60er Jahren und die anhaltende Popularität des Baseballs festigten seine Dominanz. Das ist so interessant. Ich wusste nicht, dass Fußball in dieser Zeit einen so großen Sprung an Bedeutung gemacht hat. Ja, die 60er Jahre waren ein entscheidendes Jahrzehnt für den Sport. Die Fusion der NFL mit der AFL hat dazu beigetragen, sie auf neue Höhen zu bringen. Wow, davon wusste ich nichts. Es ist erstaunlich, wie tief der Fußball in der amerikanischen Kultur verwurzelt ist. Ganz gewiss. Es hat Baseball als die meistgesehene und kommerziell erfolgreichste Sportart des Landes übertroffen. Es ist verrückt, darüber nachzudenken. Baseball galt früher als der nationale Zeitvertreib, aber Fußball hat eindeutig die Oberhand gewonnen. Definitiv. Das Spektakel und die Intensität des Spiels haben die Fantasie des Publikums wirklich beflügelt. Lektion 16: Die Vergangenheit nachholen. Hey Anna, wusstest du, dass die Sowjetunion 1989 in Hightech-Bereichen hinter die Vereinigten Staaten zurückgefallen ist? Wirklich? Das wusste ich nicht. Was ist passiert? Nun, die Sowjets konnten mit den schnellen technologischen Fortschritten in den USA einfach nicht Schritt halten. Sie fielen zu weit zurück. Wow, das ist faszinierend. Ich frage mich, was dazu geführt hat, dass sich diese Kluft so vergrößert hat. Soweit ich weiß, konnte das sowjetische System einfach nicht mit der Innovation und Effizienz des freien Marktes in den USA mithalten. Sie hatten Mühe, im Wettbewerb zu bestehen. Interessant. Ich werde mehr über diese Zeit der Geschichte lesen müssen. Ich muss noch so viel lernen. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie schnell sich die Dinge ändern können, selbst auf globaler Ebene. Auf dem Laufenden zu bleiben ist immer eine Herausforderung. Absolut. Es ist gut, solche Gespräche zu führen, um unser Wissen zu erweitern. Es gibt immer mehr zu entdecken. Könnte nicht mehr zustimmen. Es macht Spaß, in diese Themen einzutauchen und voneinander zu lernen. Lektion 17: Schuhestok. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass Schuhe heutzutage ziemlich teuer sein können? Du hast recht, John. Manche Designerschuhe können wirklich das Budget sprengen. Ja, ich war überrascht zu sehen, wie viel einige von ihnen kosten. Sind sie wirklich so viel besser als normale Sneaker? Nun, es kommt darauf an. Einige hochwertige Schuhe verwenden hochwertige Materialien und hochwertige Handwerkskunst, was zum höheren Preis beiträgt. Sie können aber auch günstigere Optionen finden, die immer noch von guter Qualität sind. Ich denke, es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Preis und Qualität zu finden, oder? Exakt. Ich versuche nach Schuhen zu suchen, die gut verarbeitet und bequem sind, aber nicht unbedingt die teuersten. Das ist ein kluger Ansatz. Das muss ich beim nächsten Schuhkauf im Hinterkopf behalten. Definitiv. Und Sie können oft tolle Angebote finden, wenn Sie nach Verkäufen oder Rabatten Ausschau halten. Guter Tipp. Ich muss noch etwas über erschwingliche und dennoch langlebige Schuhe recherchieren.
Lektion 18, verkleide dich. Hallo. Mir ist aufgefallen, dass du vorhin ein neues Kleid gekauft hast. Wie ist das gelaufen? Oh, hallo John. Am Ende habe ich in der Frauenabteilung einen wirklich schönen gefunden. Was denkst du? Oh, lass mich sehen. Pfeifen sieht toll aus. Diese Farbe steht dir wirklich gut. Danke. Ich bin so glücklich damit. Ich war ein bisschen besorgt, dass es zu teuer sein könnte, aber es war eigentlich ziemlich vernünftig. Das ist großartig. Es ist immer schön, wenn man etwas Stylisches findet, ohne das Budget zu sprengen. Absolut. Und ich freue mich wirklich darauf, es zu tragen. Ich denke, es wird perfekt für die bevorstehende Veranstaltung sein. Ich bin sicher, du wirst alle Blicke auf sich ziehen. Du schaffst es immer, fantastisch auszusehen. Du bist zu nett, John. Kichert, aber ich schätze das Kompliment. Hey, nenne es einfach so, wie ich es sehe. Du hast einen tollen Stil. Lektion 19, Brot backen. Hey Anna, ich habe gehört, dass du in letzter Zeit etwas gebacken hast. Was hast du gemacht? Oh, ich habe tatsächlich mit selbstgebackenem Brot experimentiert. Es hat wirklich Spaß gemacht. Hausgemachtes Brot, das klingt köstlich. Was ist das Geheimnis, um es genau richtig zu machen? Nun, einer der besten Tipps, die ich gelernt habe, ist, den Teig etwas länger gehen zu lassen, als Sie vielleicht denken. Es macht wirklich einen Unterschied in der Textur. Ah, gut zu wissen. Das muss ich versuchen, wenn ich das nächste Mal einen Laib backe. Definitiv. Und achte darauf, den Teig gründlich zu kneten, das ist der Schlüssel zur Entwicklung des Glutens. Verstanden. Kneten und längere Ziehzeit, notiert. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Lass mich nachdenken. Oh, die Verwendung von hochwertigem Mehl kann den Geschmack auch wirklich verbessern. Gut zu wissen. Wenn ich das nächste Mal im Supermarkt bin, muss ich mir ein paar hochwertige Mehle ansehen. Lektion 20. Teamwork lässt den Traum wahr werden. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit viel über die Bedeutung von Teamwork nachgedacht. Oh, das ist ein interessantes Thema. Warum hast du darüber nachgedacht? Nun, ich habe gemerkt, dass es wirklich herausfordernd sein kann, wenn ich versuche, Aufgaben alleine zu übernehmen. Aber wenn ich mit anderen zusammenarbeite, macht das die Dinge so viel einfacher. Ich stimme vollkommen zu. Teamwork ist entscheidend, um große Ziele zu erreichen und komplexe Probleme anzugehen. Exakt. Es ist einfach etwas daran, sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig unterstützen zu können, das den Unterschied ausmacht. Absolut. Wenn Sie ein vielseitiges Team haben, können Sie die einzigartigen Stärken aller wirklich nutzen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie viel mehr man erreichen kann, wenn man anderen vertraut und mit ihnen zusammenarbeitet. Definitiv. Ich habe versucht, bewusster zu sein, stärkere Beziehungen aufzubauen und ein Gefühl der Teamarbeit zu fördern.
Lektion 21. Erhöhung des Auftragsvolumens. Hey Anna, ich habe gehört, dass das Unternehmen erwägt, unser Auftragsvolumen zu erhöhen. Was denkst du darüber? Oh, wirklich? Das klingt interessant. Ich frage mich, wie sich das auf unseren Betrieb und Arbeitsablauf auswirken würde. Nun, ein Anstieg der Bestellungen könnte mehr Arbeit bedeuten, aber möglicherweise auch mehr Umsatz für das Unternehmen. Das ist wahr. Allerdings bin ich etwas besorgt darüber, ob wir in der Lage sind, ein deutlich höheres Volumen zu bewältigen. Ich verstehe deinen Standpunkt. Möglicherweise müssen wir in mehr Ressourcen oder Personal investieren, um die zusätzliche Arbeitsbelastung zu bewältigen. Exakt. Wir müssen die Kosten und Vorteile sorgfältig analysieren, bevor wir Entscheidungen treffen. Gute Überlegung. Ich bin gespannt auf den Plan des Managements, die Zahl der Bestellungen zu erhöhen, falls sie beschließen, die Bestellungen zu erhöhen. Ich auch. Ich hoffe, Sie beziehen die Mitarbeiter an vorderster Front wie uns in den Prozess mit ein. Unser Beitrag könnte wertvoll sein. Absolut. Wir sind diejenigen, die das Tagesgeschäft am besten kennen. Lektion 22. Einzigartige australische Tiere. Hey Anna, wusstest du, dass sich viele der Tierarten in Australien stark von denen in anderen Teilen der Welt unterscheiden? Wirklich? Das war mir nicht bewusst. Was macht die australischen Tiere so einzigartig? Nun, zum einen ist Australien die Heimat einiger der bekanntesten und ungewöhnlichsten Kreaturen wie Känguru, Koala und Schnabeltier. Ah ja, die gibt es definitiv nur in Australien. Das Schnabeltier hat mich schon immer fasziniert, es ist so ein seltsam aussehendes Tier. Absolut. Und dann sind da noch die Beuteltiere wie der tasmanische Teufel, die man sonst nirgendwo findet. Wow, das ist wirklich interessant. Ich frage mich, welche evolutionären Faktoren zur Entwicklung einer so unverwechselbaren Tierwelt in Australien geführt haben. Soweit ich weiß, hat das viel mit Australiens geografischer Isolation und dem einzigartigen Ökosystem zu tun, das sich dort über Millionen von Jahren entwickelt hat. Das macht Sinn. Das ist fast so, als wäre Australien ein lebendiges Museum uralter Arten. Genau. Es ist ein wirklich faszinierender Teil der Welt, was seine Artenvielfalt und Naturgeschichte angeht. Lektion 23. Haare färben. Hey Anna, meine Mutter hat mir neulich erzählt, dass das Färben meiner Haare eine dumme Modeerscheinung wäre. Oh, wirklich? Was hat sie dazu gesagt? Sie sagte, dass ich mit gefärbtem Haar nicht gut aussehen würde und dass es nur ein vorübergehender Trend sei. Ich verstehe. Nun, jeder hat seine eigene Meinung zu diesen Dingen. Stimmt, aber ich möchte es irgendwie ausprobieren. Ich denke, es könnte eine unterhaltsame Art sein, mein Aussehen zu ändern. Ich verstehe den Appell. Haarfärbemittel können eine großartige Möglichkeit sein, zu experimentieren und sich auszudrücken. Genau. Ich bin gespannt, wie ich mit einer anderen Haarfarbe aussehen würde. Wenn es etwas ist, das dich interessiert, sage ich, mach es. Solange du mit den Ergebnissen zufrieden bist. Das ist ein gutes Argument. Ich sollte mir nicht zu viele Gedanken darüber machen, was andere denken. Lektion 24.
Gilbert und Sullivans Satire. Hey Anna, wusstest du, dass Gilberts und Sullivans satirische Opern damals für Aufsehen gesorgt haben? Wirklich? Ich kenne ihre Arbeit, aber ich wusste nicht, dass ihre Satire so umstritten ist. Ja, offenbar kamen ihre scharfen sozialen Kommentare und ihr Witz bei den Engländern zu dieser Zeit nicht immer gut an. Das ist interessant. Ich schätze, ihre Satire ist einigen ein bisschen zu nahe gekommen. Exakt. Interessanterweise schien Sullivans Musik die bissige Satire auszugleichen und die Spannungen zu beruhigen. Ah, ich verstehe. Die Kombination von Gilberts scharfem Witz und Sullivans schönen Kompositionen schuf also eine einzigartige künstlerische Spannung. Genau. Die Musik half dabei, das Publikum zu beruhigen, auch wenn sich der Inhalt über soziale Normen lustig machte. Das ist eine faszinierende Dynamik. Ich kann mir vorstellen, dass es damals eine ziemliche Erfahrung war, eine ihrer Produktionen zu besuchen. Ich wette, das war es. Das Publikum muss sich sowohl unterhalten als auch ein bisschen verunsichert gefühlt haben. Lektion 25. Die stille Stadt Gribio. Hey Anna, hast du von der Stadt Gribio gehört und warum sie für ihren völligen Lärmmangel bekannt war? Nein, davon habe ich noch nie gehört. Eine Stadt ohne Lärm? Das klingt ziemlich bemerkenswert. Offenbar war es so still, dass dort nie ein einziger Hund gebellt hat. Die Stadtbewohner schienen stolz auf ihre friedliche Umgebung zu sein. Wow, das ist unglaublich. Ich kann mir so einen Ort nicht vorstellen. Es muss eine Oase der Ruhe gewesen sein. Absolut. Die Einwohner von Gribio beklagten sogar die Vorstellung von allem, was ihre stille Lebensweise stören könnte. Das kann ich verstehen. Manche Menschen schätzen dieses Maß an Ruhe und Gelassenheit wirklich. Absolut. Es ist fast so, als hätten sie ihre eigene kleine Utopie geschaffen, frei vom Lärm und der Hektik der Außenwelt. Es ist ein faszinierendes Konzept. Ich frage mich, was die Menschen überhaupt dazu gebracht hat, sich an einem solchen Ort niederzulassen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht suchten sie eine Pause vom Chaos des Alltags, oder vielleicht war es nur die natürliche Ruhe des Ortes. Lektion 26. Auf der Suche nach Schönheit. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie das Sonnenlicht heute auf die Blumen im Garten scheint? Es ist wirklich sehr schön. Du hast recht, John. Die Farben sind so lebendig und die Blütenblätter sehen so zart aus. Ich liebe es, wie das Licht die komplizierten Details hervorhebt. Genau. Ich habe versucht, solche kleinen Dinge mehr zu schätzen. Es ist erstaunlich, was man entdecken kann, wenn man langsamer wird und wirklich nach der Schönheit um sich herum Ausschau hält. Ich stimme zu. Es ist leicht, sich in die Hektik des Alltags zu verwickeln und diese besonderen Momente zu verpassen. Aber sie sind so wichtig für unser Wohlbefinden. Definitiv. Ich habe gelernt, dass die Dinge nicht immer wie geplant laufen, aber die Schönheit im Unerwarteten zu finden, kann den Unterschied ausmachen. Das ist eine großartige Perspektive. Es geht darum, ihre Denkweise zu ändern, um sich auf das Positive zu konzentrieren, auch wenn die Dinge schwierig sind. Absolut. Und weißt du,
Ich habe angefangen, ein kleines Tagebuch zu führen, in dem ich die kleinen Dinge aufschreibe, die mir jeden Tag Freude bereiten. Es ist eine nette Art, die Schönheit in meinem Leben zu reflektieren und zu schätzen. Das ist so eine nette Idee. Vielleicht muss ich selbst damit anfangen. Es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, diese schönen Momente wahrzunehmen und zu genießen. Könnte nicht mehr zustimmen. Es sind die kleinen Dinge, die wirklich einen Unterschied machen können. Lektion 27. Ein Stellenangebot besprechen. Hallo Anna, ich wollte mit dir über dieses Stellenangebot sprechen, das ich erhalten habe. Ich habe ein paar Fragen und Bedenken, die ich gerne besprechen würde. Natürlich, was würdest du gerne wissen? Ich versuche gerne zu helfen, so gut ich kann. Nun, das Gehalt scheint gut zu sein, aber ich bin neugierig auf das Leistungspaket. Welche Krankenversicherungs-, Urlaubs- und Rentenoptionen bieten Sie an? Das ist eine gute Frage. Bei der Bewertung eines Stellenangebots ist es sehr wichtig, die Einzelheiten zu den Leistungen zu erfahren. Absolut. Diese Vergünstigungen können wirklich einen Unterschied in Bezug auf die Gesamtvergütung ausmachen. Definitiv. Lassen Sie mich wissen, was Sie über die spezifischen Vorteile erfahren, und wir können die Vor- und Nachteile gemeinsam abwägen. Hört sich gut an. Ich möchte auch sicherstellen, dass die Work-Life-Balance angemessen ist. In der Stellenbeschreibung werden lange Arbeitszeiten erwähnt, und ich möchte sicherstellen, dass dies nicht die Norm ist. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist so wichtig. Finden Sie heraus, ob Sie sich ein Bild von der typischen Arbeitsbelastung und den Arbeitszeiten der aktuellen Mitarbeiter machen Gute können. Idee. Ich werde versuchen, ein besseres Gefühl für die Unternehmenskultur und die Erwartungen zu bekommen. Ich möchte sicher gehen, dass es gut passt. Lektion 28. Eine wohlüberlegte Geste teilen. Hey Anna, ich wollte dir von etwas erzählen, das ich in letzter Zeit gemacht habe und das mir wirklich Spaß macht. Oh, was ist das, John? Nun, ich habe diese kleinen Lesezeichen mit kurzen, inspirierenden Sprüchen darauf gemacht. Und dann gebe ich sie meinen Freunden gerne als kleine Geschenke. Das ist so eine schöne Idee. Ich kann mir vorstellen, wie wichtig es sein muss, dass deine Freunde sie erhalten. Das hoffe ich. Ich finde einfach, es ist eine nette Art, ein bisschen Positivität zu vermitteln und ein bisschen Freude zu verbreiten, weißt du? Absolut. Die kleinen, durchdachten Gesten können jemandem wirklich den Tag versüßen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, mit deinen Freunden in Kontakt zu treten. Genau das habe ich mir auch gedacht. Ich finde, dass mir der Herstellungsprozess auch sehr viel Spaß macht. Es ist ein nettes kreatives Ventil für mich. Ich kann mir vorstellen, dass das so erfüllend wäre. Es ist wirklich etwas Besonderes, diese Art von Gedanken und Sorgfalt in etwas umzusetzen, das man mit anderen teilen kann. Definitiv. Und das Beste daran ist, das Lächeln auf den Gesichtern meiner Freunde zu sehen, wenn ich ihnen eines gebe. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, weißt du? Lektion 29. Reisepass und Buchungsbestätigung. Hallo Anna, bist du bereit für unsere Reise? Hallo John. Ja, ich freue mich. Ich habe meinen Reisepass und meine Buchungsbestätigung bereit. Wie steht's mit dir? Großartig. Ich habe meins auch. Es ist wichtig, sie auf Reisen immer griffbereit zu haben. Unbedingt.
Es ist wichtig für die Identifizierung und den Nachweis der Reservierung. Das ist richtig. Außerdem hilft es bei einem reibungslosen Check-in-Prozess am Flughafen oder Hotel. Definitiv. Das spart Zeit und vermeidet unnötige Verzögerungen. Übrigens, haben Sie die Wettervorhersage für unser Reiseziel überprüft? Ja, habe ich. Es sieht aus, als ob es sonnig und warm sein wird. Perfekt. Ich habe leichte Kleidung für die Reise eingepackt. Lektion 30. Flexibilität bei Plänen. Hey Anna, bist du bereit für unsere Reise? Hallo John, ja, ich bin bereit. Ich habe meinen Reisepass und meine Buchungsbestätigung bereit. Wie steht's mit dir? Großartig. Es ist wichtig, Sie griffbereit zu haben, um einen reibungslosen Check-in-Vorgang zu gewährleisten. Definitiv. Ich möchte keine Verspätungen oder Probleme am Flughafen oder im Hotel haben. Absolut. Übrigens, haben Sie darüber nachgedacht, welche Orte Sie besuchen möchten? Ja, habe ich. Ich habe eine Liste mit einigen berühmten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen erstellt, die ich gerne sehen würde. Das ist fantastisch. Wir können unsere Reiseroute nach Ihren Wünschen planen. Hört sich gut an. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, eine gewisse Flexibilität in unseren Plänen zu haben. Ich stimme zu. Manchmal ergeben sich unerwartete Möglichkeiten, und es ist gut, offen für sie zu sein. Lektion 31. Selbstvertrauen am Konferenztisch. Hallo Anna, bist du bereit für das große Treffen? Hallo John, ja, ich bin vorbereitet und zuversichtlich. Die Schwächsten müssen mit der gleichen Zuversicht an den Konferenztisch kommen wie wir, geschützt wie wir. Unbedingt. Es ist wichtig, das Meeting mit einer positiven und selbstbewussten Einstellung anzugehen. Definitiv. Es gibt den Ton an und trägt zur Schaffung einer produktiven und kollaborativen Umgebung bei. Das ist richtig. Wir sollten unsere Ideen und Sichtweisen mit Zuversicht an den Tisch bringen, in dem Wissen, dass unsere Beiträge wertvoll sind. Absolut. Und selbst wenn wir auf Herausforderungen oder Meinungsverschiedenheiten stoßen, ist es wichtig, gelassen zu bleiben und darauf zu vertrauen, dass wir Lösungen finden können. Exakt. Das Vertrauen in uns selbst und unsere Fähigkeiten kann einen großen Beitrag dazu leisten, andere zu beeinflussen und erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Ich stimme zu. Es ist auch wichtig, aktiv und respektvoll auf die Sichtweisen anderer zu hören, auch wenn sie sich von unseren eigenen unterscheiden. Absolut. Zusammenarbeit und Aufgeschlossenheit sind der Schlüssel zu einer positiven und produktiven Diskussion. Lektion 32. Gesunde Gewohnheiten. Hey Anna, hast du das neue Obstsalatrezept probiert, von dem ich dir erzählt habe? Es ist wirklich lecker und gesund. Nein, ich habe es noch nicht versucht, John. Was für Früchte sind da drin? Es hat Äpfel, Beeren und einige Zitrusfrüchte. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihre täglichen Portionen Obst zu sich zu nehmen. Das klingt wunderbar. Das muss ich mal versuchen. Hast du noch weitere Tipps, um gesund zu bleiben? Unbedingt. Es ist wirklich wichtig,
den ganzen Tag über viel Wasser zu trinken. Und vergessen Sie nicht, regelmäßig Sport zu treiben, auch wenn es nur ein kurzer Spaziergang ist. Das sind tolle Tipps. Ich habe auch versucht, mehr Krafttraining zu machen, um Muskeln aufzubauen. Irgendwelche Ratschläge da? Konzentrieren Sie sich auf jeden Fall auf zusammengesetzte Übungen, bei denen mehrere Muskelgruppen trainiert werden. Dinge wie Kniebeugen, Ausfallschritte und Liegestütze sind perfekt. Hervorragend, das behalte ich im Hinterkopf. Gesund zu bleiben kann eine Herausforderung sein, aber es lohnt sich. Absolut. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Lass mich wissen, wie der Obstsalat wird. Lektion 33: Berufswünsche. Morgen. Ich wollte mit dir über meine Karriereziele sprechen. Ich fange wirklich an, darüber nachzudenken, wo ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sein möchte. Oh, das ist aufregend, John. Was für Ziele haben Sie vor Augen? Idealerweise sehe ich mich in einer Führungsposition, vielleicht als CEO oder Manager auf Führungsebene. Das ist ein sehr ehrgeiziges Ziel. Welche Schritte planen Sie zu unternehmen, um darauf hinzuarbeiten? Nun, ich hoffe, mehr Projekte übernehmen zu können, die dazu beitragen, meine Fähigkeiten in den Bereichen Management und strategische Planung zu entwickeln. Das ist ein großartiger Ansatz. Und was ist mit Ausbildung oder Zertifizierungen? Wären diese auch hilfreich? Definitiv. Ich suche nach einigen Programmen zur Führungskräfteentwicklung, die mir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnten. Hervorragend. Ich denke, solche gezielten Bemühungen werden Ihnen wirklich helfen, Ihre Karriereziele zu erreichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, dies mit mir zu besprechen. Es ist hilfreich, Ihre Perspektive zu verstehen. Lektion 34: Casino-Vorteile. Hey Anna, ich wollte deine Meinung zu dem neuen Casino-Vorschlag für unsere Stadt hören. Ah ja, davon habe ich ein bisschen gehört. Was sind deine Gedanken dazu? Nun, ich denke, große Casinos werden oft als gut für Gebiete mit hoher Arbeitslosigkeit wie unseren angesehen. Das ist wahr. Sie können viele neue Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivitäten schaffen. Exakt. Und die meisten neuen Casinos bieten heutzutage eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Speisemöglichkeiten. Das ist ein gutes Argument. Das könnte eine nette Ergänzung zur lokalen Unterhaltungsszene sein. Definitiv. Außerdem könnten die Steuereinnahmen dazu beitragen, wichtige Gemeinschaftsprojekte zu finanzieren. Das sind einige wirklich gute Punkte, John. Das hört sich so an, als ob es einige erhebliche Vorteile geben könnte. Absolut. Natürlich gibt es immer Vor- und Nachteile, die es zu berücksichtigen gilt. Aber insgesamt bin ich vorsichtig optimistisch, was das angeht. Lektion 35: Farbenfrohe Natur. Hey Anna, wusstest du, dass es in der Natur nicht viele Dinge gibt, die von Natur aus lila sind? Wirklich? Darüber hatte ich vorher nicht nachgedacht. Was für Dinge sind von Natur aus lila? Nun, manche Trauben können einen violetten Farbton haben, und manchmal sieht der Himmel bei Sonnenuntergang sogar ein bisschen lila aus. Das ist wahr. Mir ist aufgefallen,
dass der Himmel abends einige wunderschöne Purpurtöne annehmen kann? Ja, es ist eine wirklich einzigartige und lebendige Farbe. Aber im Vergleich zu anderen Farben wie Grün und Blau ist Lila in der Natur nicht so verbreitet. Das ist eine interessante Beobachtung. Ich frage mich, warum das so ist. Hast du irgendwelche Gedanken dazu? Ich bin mir nicht genau sicher, aber es könnte mit der Chemie und den Pigmenten zu tun haben, die in den meisten Pflanzen und natürlichen Elementen vorkommen. Das macht Sinn. Die Farbenvielfalt in der Natur ist wirklich faszinierend, wenn man einmal darüber nachdenkt. Definitiv. Es gibt immer mehr zu schätzen, wenn wir auf die kleinen Details um uns herum achten.